Ja, moin und Gude. Hallo Christian. Hi aus Stuttgart hier. Ja, Gude aus Frankfurt. Wir haben uns heute mal was Besonderes überlegt. Ja, wir haben heute eine kleine Xmas Edition. Kurzprogramm wollen wir mal in eine kurze Runde starten und uns vor allem mal dem neuen Jahr widmen, so kurz vor Weihnachten, ne? Ja, genau. Also das Ja. ist ja so ein bisschen was wahrscheinlich ansteht im neuen Jahr. Ja, definitiv. Ne? Also wir wollen mal ein bisschen über den Tellerrand blicken, wollen mal schauen, KI-Trends 2026, was zeichnet sich da so ab, was gibt's an Themen, auf die wir achten müssen, wo jeder vielleicht so ein bisschen Auge drauf haben sollte. Und ich fange einfach mal an, ne? So aus dem aktuellen News zu plaudern. Also was ja immer noch oder ja, wo wir auch schon länger drüber diskutiert haben, für nächstes Jahr ein heißes Thema sein wird, ist natürlich Agentic Commerce. Ne? Also da wird nächstes Jahr sicherlich noch einiges passieren. Da ist in den letzten Wochen schon sehr viel passiert und das nimmt ordentlich Fahrt auf, oder? Ja, total. Also wir hatten es ja bei uns in der letzten Diskussion, also im letzten Podcast, wenn man da reinhören möchte, ich glaube schon ganz viel angedeutet, dass sich das auch echt schnell entwickelt hat von klar aus so einem Hype-Trend-Thema zu was echt Ernsthaften. Und was ich jetzt nochmal ganz spannend fand, tatsächlich, ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern den Handelskraft-Podcast gehört von auch ein spannender Podcast. Und da war der Michael Pfeiffer von der Agentic Commerce Alliance Shopware da und hat auch nochmal ein paar Zahlen genannt. Und mittlerweile geht man davon aus, dass 2030 schon etwa 30% aller Transaktionen über Agenten abgewickelt werden. Das finde ich schon eine krasse Zahl. Also Mhm. wenn man sich das mal überlegt, 2030 ist jetzt auch nicht mehr so lang weg. Von daher ist es, glaube ich, wirklich mittlerweile ein ernstes Thema, muss man sich auch darauf vorbereiten. Auch bei heute gesehen, die Kollegen von Elio haben auch einen Thread-Report rausgebracht und da war auch auf Nummer 1 Agentic Commerce und so. Also ich glaube, das ist relativ schnell jetzt gegangen und Ja, ich das glaube, ist, da ja, vor allem technisch tut sich auch einiges, ne? Also wenn man mal auf die Agendas der einzelnen Hersteller guckt, jetzt ist Shopify mit seiner Winter Edition rausgekommen, da stehen ganz viele Themen, die Agentic Commerce bespielen mit drauf, ne? Bei den anderen Herstellern sieht's nicht anders aus, ne? ja, Da tut sich einiges. ja. Mhm. Ja, aber darüber hinaus wird sicherlich das Jahr 2026 auch ein Stück weit unter einer Marktkonsolidierung stehen, bin ich fest von überzeugt. Ne? Also es ist sehr viel passiert in den letzten 1,5, 2 Jahren, wo viele neue Tools, viele neue LLMs hochgepoppt sind, die sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es im neuen Jahr zu einer gewissen Konsolidierung kommen wird. Ne? Also wird Zukäufe geben, wird vielleicht eine gewisse Spezialisierung geben. Es werden sich einige Player wahrscheinlich ein Stück weit nach vorne pressen. Da wird es einiges an Bewegung geben, oder? Was meinst du? Ja, glaube ich auch. Also man sieht es, glaube ich, an ganz vielen Ecken und Enden schon. Ich habe ja so tolle Newsletter immer, wo man neue AI-Tools vorgeschlagen kriegt und das ist halt jeden Tag 10 neue. Das kann Mhm. A, nicht ewig so weitergehen und B, glaube ich, wird halt auch der Monetarisierungsdruck dann irgendwann größer. Das heißt, die Anbieter dort können ja auch nicht nur umspielen auf dem Venture-Kapital, sondern müssen dann auch wirklich mal tatsächlich Geld damit Ja. machen und ich glaube, das konsolidiert. Ich fand es auch ganz spannend, also es gab jetzt den Code Red bei OpenAI, den gab es ja vorher bei Mhm. Google, als das OpenAI jetzt gesagt hat, oh, jetzt müssen wir mal wieder Gas geben, weil Google ist quasi Jetzt noch vorbeigezogen. mal Geld verdienen, ne? Ja, jetzt müssen wir Geld verdienen und wirklich auch dann Produkte bringen, die vorne mit dabei sind. Und da hat, glaube ich, Michael Burry heißt er, glaube ich, das ist dieser Big Short Investor gesagt, ja, das könnte auch so ein Netscape-Thema werden bei OpenAI, also dass man am Anfang richtig Gas gegeben hat, so wie Netscape damals und das Internet Mhm. in die Breite gebracht hat und dann aber doch vom etablierten Player wieder überholt wird. Also ja, ich glaube auch, da wird Konsolidierung stattfinden. Was ehrlich gesagt, also natürlich sollte es noch genug Konkurrenz geben, dass es auch irgendwie Alternativen gibt. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für alle auch ein bisschen entspannter, wenn es nicht 3 Millionen Tools da draußen gibt und für alles 20. Mhm. Mal schauen, wo sich's einpendelt. Na, eigentlich ist es letztlich eine Konsolidierung und eine Monetarisierung. Ne? Also das heißt, die Hersteller müssen jetzt auch mal langsam aufs Portemonnaie gucken. Ne? Die Venture Capitals wollen natürlich irgendwann auch, dass sich ihre Investition lohnt. Ne? Und da bin ich auch sehr gespannt, was das letztlich für uns als Konsumenten oder als Integratoren auch bedeutet. Ne? Steigen dann die Tokenkosten plötzlich exponentiell nach oben. Wird sich das auch wieder verteilen? Wird da der Markt quasi sich selbst regulieren? Auch ein spannendes Thema, ne? Da müssen wir auch ein bisschen drauf schauen, sicherlich. Mhm. Dann
Ist natürlich auch das Thema der einzelnen, Use Cases und inwiefern sind sie produktiv einsetzbar. Ne? Auch das wird sich am Markt im nächsten Jahr sicherlich nochmal ganz anders da gestalten. Ne? Also jetzt letztens in einem Beitrag gelesen, KI muss jetzt langsam anfangen zu liefern. Ne? Noch sind es viele Versprechungen. Ne? Das heißt, die Monetarisierung nicht nur auf der Anbieterseite, sondern auch die Monetarisierung in den Unternehmen. Ne? Also das heißt, jetzt muss langsam auch mal KI beweisen, dass sie tatsächlich Mehrwerte liefern kann, ne? Und dass sie tatsächlich Effizienzen steigern kann. Ja. Ja, finde ich auch ein mega spannendes Thema, weil man einfach so unterschiedliche Dinge dazu auch immer liest. Also es gibt ja immer die großen Meldungen, dass es sich quasi noch nirgendwo lohnt, die Investition. Jetzt gab es aber auch, glaube ich, eine IBM-Umfrage, habe ich mir herausgeschrieben, dass 41% der Unternehmen, die größere Projekte mitmachen, ein ROI schon innerhalb eines Jahres erwarten, was wieder umgekehrt schnell ist. Und die hatten so ein paar Beispiele, so Dinge wie eine Logistikplanung, die plötzlich von Tagen in Sekunden gemacht werden kann, oder auch in der Forschung, also Pharmaforschung, einfach deutlich beschleunigt. Und ich glaube auch in ein bisschen klassischeren Prozessen, auch bei uns in den Bereichen im E-Commerce oder sowas, da gibt es sicherlich Use Cases, wo das dann doch schnell geht, aber da wird sich, glaube auch die Spreu vom Weizen nächstes Jahr trennen. Und ich glaube, dann wird es auch ein bisschen klarere Trends geben. Jetzt ist es ja auch gefühlt immer so, die Schlagzeile ist, es lohnt sich alles gar nicht, oder die Zeile ist ja hier der Zauberstab und jetzt brauchen wir keine Menschen mehr und das wird gut. ja, genau, alles wird gut und kostet nicht viel und so. Ich glaube, dazwischen werden jetzt ganz normale Use Cases kommen, die sich auch lohnen. Ich meine, du machst ja auch immer den Ansatz, bei uns, dass gleich ein ROI-Rechner oder eine ROI-Rechnung mitgeliefert wird, weil es ergibt einfach wahnsinnig viel Sinn, da drauf zu schauen. Das tendiert so ein bisschen dazu bei so neuen Technologien, dass man das, was man bei anderen Projekten ja schon immer gemacht hat, da mal kurz vergisst, weil man denkt, oh, ja, Magie so. Oder halt, wenn es dann nicht gleich klappt, sagt, ja, das lohnt sich ja alles gar nicht. Und ich glaube, da werden wir nächstes Jahr definitiv irgendwo einpennen, dass das normaler wird. Ja, ich meine, das ist ja das, was wir bei unseren Use Cases auch mal mit betrachten. Ne? Ist das jetzt ein ROI, der sich auch tatsächlich schnell rechnet? Ne? Oder ist es jetzt was, wo ich 5 bis 10 Jahre warten muss? Weil ich bin der Meinung, KI und insbesondere im Business-Umfeld, da darf so ein ROI nicht länger als 12 Monate sein. Ne? Also da muss man schon wirklich signifikante Mehrwerte auch generieren mit können. Ne? Und Ja. genau den Beweis, glaube ich, muss es nächstes Jahr liefern. Definitiv, ja. Wobei die Chancen natürlich auch ganz gut stehen, weil was man ja immer so ein bisschen aus dem Auge vielleicht auch verliert, ist, dass die ganze Geschichte geht ja in diesen Trend rein, dass wir eigentlich Fachkräftemangel haben. Also dass das immer noch der übergeordnete Trend ist. Und ich glaube, das ist schon in vielen Fällen eine Antwort. Nicht die einzige und nicht allein, aber ich glaube, an vielen Stellen passt das eigentlich ganz gut zusammen. Und dann kannst du es natürlich auch wieder ganz anders rechnen, weil wenn du sagst, naja, also muss ja jetzt nicht gleich irgendwie, das fand ich auch ganz spannend, was ich gelesen habe, man denkt ja immer, ja, jetzt werden die Leute entlassen wegen KI. Das ist überhaupt nicht so. Also die Zahlen, zumindest die jetzt aus USA kommen, sagen, ja, bis zu 5% ist das der Grund. Und das wird schon sehr kritisch hinterfragt, weil viele auch sagen, naja, der Grund wird auch gern mal vorgeschoben, also es ist wahrscheinlich nochmal deutlich weniger. Aber was schon passiert ist, dass halt nicht so nachbesetzt wird. Also auf die gleichen Stellen schaut man erstmal, kann man das jetzt eben mit KI und Automatisierung lösen. Und ich glaube, das werden wir halt hier ja müssen, weil die Leute gar nicht mehr da sind. Und dann lohnen sich ja die Projekte auch mal wieder schneller. Also das wird halt spannend sein, wie sich das dann wieder ausbalanciert an der Stelle, aber ja da. Ja, richtig. Ja, und darüber hinaus, was auch für mich ein sehr spannendes Thema sein wird im nächsten Jahr, ist, dass wir eben nicht nur auf ROI achten und nicht nur auf irgendwie kleinteilige Optimierung und Automatisierung, sondern dass es eigentlich immer mehr dahin gehen wird und auch sollte meines Erachtens, dass ganze KI-zentrierte Geschäftsmodelle entwickelt werden. Ne? Also natürlich gibt es viele Startups, wo das heute schon der Fall ist, aber insbesondere auch im Business-Umfeld, ne? Also bei gestandenen Unternehmen im Mittelstand wie bei den Konzernen, dass man KI dafür nutzt, sein eigenes Business darum zu bauen und sein eigenes Business darauf auszurichten und vielleicht auch ein bisschen disruptiv mit seinem eigenen Business verfährt, ne? Und vielleicht auch ein Stück weit First Mover ist und vieles vielleicht tatsächlich bewusst auf eine KI-zentrierte Geschäftswelt umstellt. Ne? So wie man früher gesagt hat, digitale Geschäftsmodelle, wird es, glaube ich, immer mehr KI-Geschäftsmodelle auch geben, die bewusst entwickelt werden, um eben Effizienzen zu heben, um First Mover zu sein, um eben auch disruptiv zu werden. Ja,
Ja, glaube ich auch. Also ich meine, wir hatten es ja jetzt beim Thema Agentic Commerce und man muss sich ja einfach mal, also ob es so kommt oder nicht, wir wissen es immer noch nicht, immer noch ein bisschen Glaskugel. Aber wenn man sich mal überlegt, wir haben ja auch B2B-Use-Cases angeschaut und wenn man Mhm. sich das mal anschaut, dass solche Vorgänge, wie ich zum Beispiel eine Nachbestellung mache und so weiter, wenn sich das einfach so stark beschleunigt und vereinfacht, dann wirst du halt auch irgendwann, wenn du das nicht unterstützt und nicht gleich mitgedacht hast, wirklich ein Problem bekommen. Und das glaube ich schon, Mhm. glaube ich, das schon immer so ein bisschen im Kopf haben, wie schnell das dann vielleicht auch doch gehen kann. Also es ist keine Panikmache. Ich denke auch, manche Dinge werden auch länger dauern, als man denkt. Mhm. Aber ich glaube, man muss da schon vorbereitet sein und so wie du sagst, auch das eigene Geschäftsmodell immer mal wieder hinterfragen, weil das war ja bei den Mhm. Marktplätzen auch schon so. Ich bring das Beispiel immer wieder. Du konntest ja in fast jedem Bereich irgendwie ein sehr guter Händler oder auch Hersteller, der direkt verkauft, sein. Aber wenn du da irgendwo nicht auf den richtigen Marktplätzen warst, hast du vielleicht ein Problem gekriegt und dann ging es vielleicht auch mal wieder in die andere Richtung. Aber das wird bei den KI-Modellen und Geschäftsmodellen auch so sein. Und viele Chancen sind ja auch da. Also da vielleicht noch, hatte ich jetzt auch eine spannende Diskussion. Das sind ja auch ganz viele Geschäftsmodelle, die wir jetzt noch gar nicht kennen oder noch gar nicht so parat. Exakt. Mhm. Irgendwie das Beispiel gehört, dass man ja auch jetzt über die KI-Zahlen, die Investmentzahlen, also ja, das wird sich ja niemals rentieren und so. Wenn man aber mal sich überlegt, als Gutenberg den Buchdruck erfunden hat, wollte er halt ein paar Bibeln irgendwie schneller in Umlauf bringen und am Ende stand die Publishing-Industrie mit Werbung in Magazinen und so weiter. Das konnte man sich einfach nicht vorstellen. Und das kann dann auch Mhm. sein, dass einfach auf Basis von der Technologie so neue Dinge entstehen, dass es dann eben doch wieder spannend wird, da ganz neu zu denken. Also das ist auf jeden Fall eine Mhm. spannende Zeit. Ja, wie immer, ne? Chancen und Risiken zugleich, ne? Mhm. Auch für uns als Dienstleister und ich glaube auch aus der Brille oder auch als Hersteller ist natürlich auch immer etwas, was mitschwingt, die Anforderungen und die Erwartungshaltung. Ne? Die wachsen natürlich. Also noch ist es ja viel Magie und es macht Spaß, ne? Und es ist so ein gewisser Hype immer noch dabei. Aber wir hatten es eben ja schon gehabt, KI muss jetzt liefern und damit kommt eben auch einher, dass auch die Erwartungshaltung an KI-Use-Cases immer mehr wächst. Ne? Und da muss irgendwann mehr Geschwindigkeit, Automatisierung und eben auch messbare KPIs dahinter stehen. Ne? Also von daher, auch da ist es spannend mal zu beobachten, wie reagiert Kunde, wie reagiert Markt und wie entstehen dann neue Erwartungshaltungen, ne, an diese Use-Cases und an KI. Ja, und auch die Anwendungen, die daraus entstehen. Ne? Also ich glaube schon, dass die Themen Signal Loops, Feedback Loops und mehr schnellere Iterationen, das wird schon ein Riesenthema sein für fast alle Ja. im E-Commerce, sei es B2B oder B2C. Ich habe letzte so zwei Dinge in meinem Kopf ein bisschen zusammengebracht, die ich auch ganz spannend fand. Da ging es darum, dass wenn du jetzt auf YouTube gehst, irgendwie, dann bekommst du ja eine hyper-personalisierte Startseite sozusagen. Mm, Du kriegst wirklich ja die berühmten Algorithmen genau das, was man denkt, was du gerne sehen willst. Und dann klickst du das erste Video an oder guckst es auch nur das Cover zu lang an und schon lernt der Algorithmus wieder. Und das Ganze ist ja so self-fulfilling irgendwo. mm, Da habe ich gleichzeitig irgendwo gelesen, auch in einem Trendreport oder sowas, dass jetzt im E-Commerce die hyper-personalisierten Frontends als nächstes kommen. Also dass mm, Shop mehr aussieht wie der andere. Es geht ja jetzt schon so ein bisschen, aber dass der Trend nochmal viel stärker wird. Und ich glaube, das sind schon Dinge, wo man ins Nachdenken kommt, auch als Dienstleister und auch als Hersteller von Software, wie man eigentlich mit diesen Sachen umgeht und wo stehen wir eigentlich in der 2026? Also wie sieht denn das dann aus, wenn ich da auf den Shop gehe? Was wird mir da hoffentlich erleichtert? Wie viel macht schon der Agent irgendwie? Wie sehen die anderen 70% aus 2030? Spannende Themen auf jeden Fall. definitiv. Ne? Das vergleichst du vielleicht so ein bisschen mit der Smartphone-Entwicklung. Ne? Am Anfang war auch alles sehr intuitiv und sehr disruptiv gewesen. Aber da kam es auch sehr schnell zu einer hohen Erwartungshaltung. Mhm. Ne? Also in Bedienbarkeit, in Usability, in Performance, in Reaktionszeit der Devices. Und das hat dann irgendwann so einen Kipppunkt angenommen. Ne? Und dann kam man so raus aus dem Hype und eben in diese Rollout-Phase. Und da sind viele Erwartungen eben nicht erfüllt worden. Ne? Und da werden wir uns auch drauf zu bewegen, da bin ich fest von überzeugt. Ja.
Das hast du mir mein Schlusswort fast ein bisschen vorweggenommen. Sorry. Nee, alles gut. Aber ich habe tatsächlich, also ich glaube, habe ein bisschen so zurechtgelegt, wenn mich irgendwie jemand fragen würde, was 2026 so die Überschrift für den KI-Bereich wäre, dann glaube ich, der Hype ist vorbei. Und ich glaube, das kannst du negativ sehen. Also natürlich wird es an ein paar Stellen auch sein, naja, das hat sich nicht erfüllt. Ich glaube, das sieht man auch in den Hype-Cycles, und so weiter. Wir steuern jetzt ganz stark dahin und das kann auch teilweise, denke ich, wehtun am Markt, kann schon passieren, aber an anderer Stelle wird es einfach dazu führen, dass die Use Cases, die dann rauskommen und die Geschäftsmodelle sich dann normalisieren und ich glaube, dann kommt erst der richtige Spaß, so der richtige professionelle Produktivitätsgewinn und so, das wird sich dann erst da einstellen. Ich glaube, 2026 ist da das erste Jahr, wo man so richtig über diesen Hype-Berg einmal und dann bleiben die Sachen übrig, die wirklich Sinn ergeben. Ja, bin ich bei dir, richtig, ja. Also, so oder so, es wird ein spannendes Jahr für unsere Kunden, für die Hersteller und natürlich für uns als Dienstleister. Aber ich würde sagen, wir sind gewappnet und wir freuen uns drauf, oder? Auf jeden Fall. Also spaßige Zeit, muss ich sagen. Also es ist auch viel, aber es macht schon auch sehr viel Spaß, wenn so viel auch passiert. Ja, das stimmt. Ja, mit dem Gefühl würde ich sagen, gehen wir in die Feiertage, oder? So machen wir das. Wir gewappnet. Dann, ja, vielen Dank, Christian. Gerne. Vielen Dank an alle Zuhörer, Zuschauer und wir wünschen allen wunderschöne Feiertage Ja, und vor allem auch einen guten Start ins neue Jahr. wünsche ich auch. Tschüss. Ciao.